Hallo meine Süßen und willkommen zurück. Mein Name ist Barbie Breakout und heute sprechen wir über eine neue Foundation, die die Welt, die Make-up-Welt in Unruhe versetzt hat quasi. Die hat große Wellen geschlagen. Es gibt Menschen, die sagen, es ist die beste Foundation, die sie je benutzt haben. Es gibt andere Leute, die sagen, ich verstehe nicht warum, weil für mich funktioniert das gar nicht. Ich bin heute hier, um für euch herauszufinden, was die kann. Vor allem auch, ist die was für reifere Haut? Ich bin 46 Jahre alt, ich hatte ein hartes Leben. Ne? Kriecht die mir in die Aknenarben, kriecht die mir in die feinen Fältchen, yes or no? Das finden wir heraus. Andererseits gucken wir natürlich auch, wie trägt die sich, wie hält die sich, wie sieht die nach 10 Stunden aus. Ich werde einen Wear-Test machen. All das machen wir heute. Und es gibt ein Giveaway für euch. Ihr könnt was Schönes gewinnen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr mein Jahresrückblick-Video, Favoriten des Jahres, bla bla bla, ob ihr das gesehen habt oder nicht. In diesem Video habe ich eine Lidschattenpalette besprochen von Gender X Beauty, von meinem lieben Freund Marvin. Kostet 20 Euro. Ich habe die übrigens selbst gekauft, weil mir die noch nicht geschickt worden ist in PR, lieber Marvin. Kidding. Und ich habe das scherzhaft im Video gesagt. Und die war tatsächlich unterwegs, aber GLS hatte die verschlammt. Thank you, GLS. Wir haben das mit Sendungsnummer dann überprüft und gefunden, den Fehler. Ja, und das war Marvin so unangenehm, dass er die gleich nochmal losgeschickt hat. Und dann habe ich diese kleine Box bekommen. Und da drinnen ist die Palette. Very pretty. Da ist die Lidschattenpalette, die ist super schön. Die habe ich in dem Video schon besprochen. Ich werde sie jetzt nicht auspacken. Ich will das alles da drin lassen, dass ihr das im Original-Packaging bekommt. Dann haben wir hier einmal ein Pinselset. Moonlight Majesty heißt das. Das sind 7 schöne Pinsel, blau-schwarze Pinsel. Schaut mal, wie hübsch. In so einer kleinen Pouch, auch in blau. Sehr schön. Und es gibt den Gender X Beauty Radiant Shift Lip Stain. Der sieht, glaube ich, blau aus. Ja, das wird der hier sein. Genau, der sieht blau aus und verändert sich dann, wenn man ihn auf die Lippe aufträgt, wird er so ein Pink. Die werden den da beide tragen, vermute ich. Sehr schön. Diese Sachen könnt ihr gewinnen und die Teilnahmebedingungen, wie ihr das machen könnt, verrate ich im Laufe des Videos. Das mache ich jetzt nicht am Anfang. Ich möchte ja, dass ihr das Video auch schaut. Gemein von der Bärbe. So, wir kommen jetzt zur Foundation. So sieht die aus, die Maus. Ne? Ich habe mir 2 Shades schicken lassen von der PR-Agentur. Die Shade Range, das müssen wir gleich mal sagen, am Anfang überschaubar ist. Sagen wir es so. Die haben 25 Shades rausgebracht und also, wenn man eine kleine Indie-Brand ist, die vielleicht kein großes Geld im Rücken hat, die keinen großen Partner im Rücken hat, ne, die von keinem Riesen, von keiner großen Gruppe gekauft worden ist, die da von hinten immer Geld reinschiebt, wenn es sein muss, dann kann man das vielleicht noch entschuldigen, ne? Weil jede Shade, die entwickelt wird, jede Shade, die auf den Markt gebracht wird, muss natürlich im Labor entwickelt werden, die muss angepasst werden, getestet werden. Da müssen Menschen dran arbeiten, sehr lange, um die zu perfektionieren. Und dann kommt die natürlich auf den Markt, dann muss die abgefüllt werden, gelagert werden. Jede Shade, die man extra macht, kostet mehr Geld, ist klar. Aber bei einer Marke wie Anastasia, die ist one of the biggest players in the world, was Make-up angeht, da habe ich tatsächlich sehr wenig Verständnis dafür, wenn da nur 25 Shades auf den Markt kommen. Das ist einfach zu wenig. Punkt aus Ende. So, ich bin Light, Medium, Cool und bin genau zwischen diesen beiden Shades. Guten Tag. Das ist 1CR, das ist 3CR. Also das CR steht für Cool Rosy und 2CR wäre ich gewesen und den Shade haben sie bisher zumindest noch nicht produziert. Der ist noch nicht auf dem Markt, also ja. Da gibt es Ausbesserungsbedarf auf jeden Fall. Ich lese euch jetzt einmal die Claims vor, was auf der Website steht, was diese Foundation können sollte. Also, wir haben es zu tun mit einer Velvet-matten, also samtig matten, mittleren bis vollständigen Deckkraft mit einem natürlichen zweite Haut-Finish. Das ist für mich sehr spannend, denn die meisten Full-Coverage-Foundations, und das ist eher Full-Coverage als Medium, wenn wir ehrlich sind, nach allem, was ich bisher gesehen habe, die neigen dazu, deswegen hasse ich Full Coverage Foundation eigentlich, sich in alles, in alle Nischen, in alle Textur, in alles reinzufuddeln, ne? In jede Aknenarbe, in jede kleine Trockenheitsfalte, in jede Altersfalte. Ähm, Deswegen halte ich mich immer gerne fern von Full Coverage und trage auch als professioneller Make-up-Artist, der ich ja bin, hi, seit 25 Jahren, eigentlich bei Menschen mit reiferer Haut ist Full Coverage auf jeden Fall nicht auf meiner Liste. Ne? Da guckt man immer eher, dass man was hat mit viel Pflege, mit viel Feuchtigkeit, was sich so in die Haut eintüdelt. Full Coverage ist da nicht im Programm. So. Es soll eine gewichtslose, wasserbasierte Formel sein, langanhaltend bis zu 12 Stunden, wasserfest.
verblasst, glättet, minimiert Poren, feine Linien, Falten und Hauttextur. Okay. Rutschfeste Formel schmilzt nicht, trennt sich nicht und setzt sich nicht in Linien ab. We will see about that. Ideal für alle Hauttypen, besonders für fettige Haut, also für mich perfekt, weil ich bin eine sehr ölige Maus. Tierfreundlich, vegan, dermatologisch getestet, la 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 la. So, das sind die Claims. Ich bin very excited, die Foundation auszuprobieren, weil ich liebe ja Aaron Parsons, wie ihr sicherlich wisst. Habe ich in anderen Videos schon öfter mal erwähnt. Little bit of a stan. Liebe Aaron Parsons und Aaron Parsons ist jemand, der ich blind vertrauen würde. Wenn die sagt, das ist gut, kaufe ich es eigentlich, ohne dreimal drüber nachzudenken. Und die hat in einem Video gesagt, das ist die beste Foundation, die sie je probiert hat. Maybe the best foundation I have ever used. That is a bold statement. This is the Anastasia Beverly Hills Impeccable. Huge claim. So, ich habe natürlich nachgeschaut, es war ein bezahlter Post. Also ja, andererseits vertraue ich Aaron soweit, dass die uns nicht anlügt für Geld. Ich glaube, die hat Geld dafür bekommen, dass sie diese Foundation bespricht und hat dabei festgestellt, das ist tatsächlich die beste Foundation, die ich kenne. So, wir werden sehen. Wir fangen jetzt mal an. Ich mache erstmal einen Swatch-Test. Ich zeige euch jetzt mal die beiden Shades, 1CR und 3CR. Swatch ich mal in meinem Gesicht. Ich werde mir hier 2 kleine Streifen machen. Wir fangen an mit 1CR. Aha. Okay, 1CR machen wir hier. Und ihr seht, ne, das ist relativ nah dran. Wir haben echt einen relativ guten Match vom Unterton her auf jeden Fall, aber es ist zu hell. Und dann haben wir hier 3CR, was honestly ein bisschen orange aussieht. Ah, nee, okay. Und also ja, die sind beide nicht perfekt. Ich vermute mal, wenn wir sie zusammen mischen, kriegen wir ein ganz gutes Match. Ich mache das mal wieder runter. Einen Pump von dem. Und ich versuche einen halben Pump von dem anderen zu machen, ansonsten muss ich es mir... Ja, super. Und das mischen wir jetzt mal mit dem Pinsel. Nehmen hier meinen Favoriten, kennt ihr schon, It Cosmetics. Und primen den mal. Und ich kann sehen, it's not bad, aber ich mache noch ein bisschen mehr von der hellen. Die ist fast trocken, so dick ist die Foundation. Das muss aber nichts Schlechtes heißen. So, I'm priming my brush, ne? Ich arbeite das da richtig rein, weil ich keine Überraschung haben will. Und wir sehen, Perfect Match, vielen Dank. Applaus kommt vom Band. Okay, Foundation. Okay, Coverage. Also, das ist schon enorm. Und ne, das ist jetzt, ich trage es mit dem Pinsel auf. Das heißt, ich habe volle Kontrolle darüber, wie doll oder wie wenig Coverage passiert. Wenn ich stipple, haben wir mehr Coverage an der Stelle. Wenn ich kreisende oder streichende Bewegungen mache, verblende ich sie, dünne ich die aus, die Coverage. Aber das sieht schon ganz schön anständig aus, meine Güte. Ich muss mal kurz in den Spiegel gucken. Ja. Ja. Ne? Die Seite mit, die Seite ohne. Und, also der Blurring-Effekt ist real. In letzter Zeit, Blur war ja so ein Trendthema, ne? Und wie das dann immer so ist, dann gibt es ganz viele Firmen, die auf den Trend aufspringen, ohne wirklich das zu delivern. Also in diesem Fall einer meiner Lieblings-Launches, was Foundation angeht, im letzten Jahr, die Huda Beauty Easy Blur Foundation. Das ist eine super schöne Foundation, deswegen liebe ich die, aber blurren tut die nicht. So, let's be honest. Jetzt hier nochmal nachgemixt und machen weiter. Also, ist schon doll. Hier in den Smile Lines setzt sich bei mir, wenn ich dickere Foundation trage, die setzt sich da gerne ab. Da muss ich dann 2 dicke Lines Puder quasi drauflegen und baken richtig, damit sich das nicht absetzt über den Tag. Da rutscht das sonst gerne rein. Da bin ich mal gespannt, was die Foundation macht, ob die das anders macht oder nicht. Ich glaube aber nicht, weil ne, das macht jede Foundation bei mir, jede dickere.
Aber ansonsten, I'm really fucking impressed. Ich mache jetzt mal den Rest meines Make-ups, so wie ich das normalerweise auch mache. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Sekunde. Bevor ich jetzt pudere, übrigens, ne? Make-up by Mario Surreal Skin Soft Blur Setting Powder. Neu, relativ neu. Und mir ist gerade was aufgefallen, während ich die Foundation, also während ich das alles hier eingearbeitet habe. I'm starting to like the full coverage thing. Hätte ich nicht gedacht, aber it's growing on me. Und ich mache mir hier das auf eine Puderquaste, ne? Ein bisschen. Und drücke mir das nur so unterm Auge rein. Das ist eine matte Foundation, die sich wahrscheinlich auch Self-Setting-mäßig selbst versorgt. Aber ich will zumindest unterm Auge, weil da auf jeden Fall creasen würde, will ich ein bisschen pudern. Und die Brauen, weil ansonsten rutscht mir alles aus der Augenbraue, das kennt ihr schon. Ne, da gehe ich einmal mit Puder durch. Und hier in der Smile-Line, ne, was ich gesagt habe, wo ich normalerweise bake, wenn ich Full Coverage habe, da machen wir mehr Puder. Ich bake nicht richtig, aber ein bisschen. Bisschen. Das Ding ist, also mein Impuls ist, sie nicht zu pudern, weil sie halt matt ist. Und wie ich denke, Self-Setting. Andererseits fasst die sich halt tacky an. Wenn ich da jetzt mit einem Powder Bronzer drüber gehe, ist die Gefahr recht groß, dass der hier grippt und dass der dann fleckig wird. Das heißt, es macht eigentlich schon Sinn, zumindest einen Hauch Puder drüber zu legen, würde ich jetzt denken, um das zu vermeiden. Wirklich nur ein Mini-Müh. Also wenn ihr gucken wollt, hier ist der Puder. Ich gehe da wirklich nur mit dem Pinsel ran, nehme mir nur so ein ganz bisschen, klopfe mir den hier in den Deckel, um den super gut zu verbreiten. Und gehe da wirklich nur so über die Parameter, nur damit sie nicht mehr tacky ist. Behalte den Pinsel und wir gehen rein mit meinem L'Oreal Infallible 24-Hour Freshwear Matte Bronzer in der Farbe 300, Light Medium. Gleicher Pinsel, zack, 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 auf der Hand ein bisschen abstoßen. Das war's schon. Bei den Blushern gehe ich mit unserem Freund Marvin, Gender X Beauty, rein. Und zwar mit diesem hier. Also wir haben natürlich schon Blush drauf, aber ich lege ja immer gerne noch ein bisschen was drüber. Und der hier hat auch so einen leichten Highlight-Effekt. Das ist so ein Hybrid. Das heißt, da kriegen wir auch noch ein bisschen Glow wieder mit zurück. In die ansonsten ganz schön matte Fresse. Ja, und das muss gar nicht super deutlich sein. Ich will einfach nur so ein bisschen die Haut reviven. Und weil wir gerade dabei sind, House Labs Rose Quartz Highlighter Hybrid mit ein bisschen Blush. Können wir auch nochmal rübergehen. Ja. Reicht uns das an Highlight oder sind wir obsessed und machen mehr? Maybe. Maybe. Gott, bin ich schwul. Manchmal bin ich echt irritiert. Hilft doch alles nichts mehr. Es ist zu spät. So, den Puderrand da, ne, den hatten wir da hingemacht, damit das da ein bisschen baken kann. Das hat jetzt meiner Ansicht nach lang genug gebakt. Machen wir jetzt mal wieder runter. Sieht jetzt ein bisschen aus wie eine Motte. Sehr staubig. Ach, a lot of powder. Aber da machen wir am Ende ein Fixing Spray drüber, dann ist das alles wieder schön. So, ich mache jetzt schnell eine Augenbraue auf Camera und ein quickes Auge, ein schnelles Auge. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben einen fertigen Look. Ich habe ein bisschen Haar angezogen, mir eine kleine Lippe gemalt, ein bisschen Auge. Alles nicht super kompliziert. Ein paar Lashes geklebt. Also ja, easy, easy, easy. Was ich noch nicht gemacht habe, ist Setting Spray. Es gibt eigentlich, es gibt von Anastasia ein Setting Spray, das mit der Foundation released worden ist. Ist auch Blurring, Mattifying soll das sein. Haben sie mir nicht geschickt. Kann ich nicht benutzen. Insofern nehmen wir ein eigenes. Was haben wir hier stehen? Stay All Night von Elf. Noch nie benutzt. Stunde der Wahrheit. Das lassen wir kurz trocknen. Und
So far, so good. Also bis jetzt bin ich echt impressed von der Foundation. Ich mag, wie die auf der Haut liegt. Auch auf den faltigeren Areas. Auch da, wo normalerweise jetzt schon, ich meine, ich sitze jetzt auch schon 1,5, 2 Stunden mit dem Zeug im Gesicht. Normalerweise würde sich jetzt hier auch schon was absetzen. Das ist noch nicht passiert. Aber wir wollen natürlich einen richtigen Wear-Test machen. Das heißt, ne, es ist jetzt 14:41 Uhr. Und ja, ich habe mich selbst als Hintergrund, also als Zeichnung, aber hey. Es ist jetzt 14:41 Uhr, das heißt, ich werde heute Abend in ein paar Stunden hier wieder einen Check-in machen, damit ihr sehen könnt, ob die Foundation aussieht, wie sie aussehen soll oder halt nicht. Ich habe keinen wahnsinnig anstrengenden Tag vor mir. Ich habe nachher einen längeren Call und dazwischen ist irgendwie E-Mails beantworten und so ein Kram. Also ich werde am Computer arbeiten, aber es ist jetzt keine körperlich herausfordernde Arbeit, dass die Foundation jetzt wahnsinnig auf die Probe gestellt wird. Aber das reicht bei mir. Also ne, egal was ich mache, egal wie ich pudere, egal was für eine Foundation ich trage oder ob ich auch gar keine trage, nach ein paar Stunden ohne Puder, Blot, bin ich super glänzend. Also sollte die Foundation es schaffen, heute Abend nicht super shiny zu sein, ist das ein krasser, also das wäre insane. But we will see. So, ich mache jetzt meinen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Schnittbild. Tschüss. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Wie ihr seht, ist die Perücke und das Tuch, das hat mich genervt, das habe ich abgemacht. Ich hatte halt einen Call, ich hatte Sachen zu tun und das jetzt wieder aufzusetzen, nur damit das hier auf Anschluss ist, fand ich affig. So, es ist später geworden als gedacht. Wir haben 22:23 Uhr. Here we go. Das heißt, wir haben jetzt wie lange drauf? Wann habe ich es ausgemacht? Ich glaube 14 Uhr irgendwas, ne? Ja, ich meine 14 Uhr irgendwas habe ich das Ding ausgemacht. Davor hatte ich sie schon 1, 2 Stunden im Gesicht. Also ja, dann wäre das jetzt 10,5 Stunden später. Also nicht schlecht. Ich habe einmal kurz zwischengepudert, hier in der T-Zone, aber auch nur mit dem Make-up Forever HD, Ultra HD Powder, weil ich halt einen Call hatte und ich war ein bisschen glänzig und das nervt mich dann. Wenn das Licht so hart von vorne ist, egal. Ich bin da sehr eitel. Fakt ist aber, das wäre normalerweise längst schon nachgekommen. Ne? Der Call war jetzt vor 4, 5 Stunden. Das hätte sich schon längst wieder durchgefettet und hat es nicht. Also, was das Mattieren angeht, hält sie auf jeden Fall, was sie verspricht. So, für alles andere könnt ihr jetzt mal selber gucken. Also, ja, die Lippe sieht wild aus, ich habe auch was gegessen. Aber Poren sehen echt okay aus. Hier diese Smile-Lines, wovor ich Angst hatte, dass sie sich da absetzt, das hat sie nicht getan. Gar nicht. Das sieht alles ganz schön gut aus. I'm really, actually impressed. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nachher hier sitze und sage, könnt ihr kaufen, finde ich gut. Ja, ist aber so. Ist aber tatsächlich so. Also ich bin wirklich überrascht, wie gut ich die finde. Also für anyone that likes full coverage, mega. Und maybe needs full coverage. Ne? Wenn ihr ein Muttermal habt, ein größeres, oder eine Verbrennung oder eine Diskoloration, kann ja sein, dass ihr Hyperpigmentation habt oder, was auch immer ihr für Gründe habt, warum ihr mehr Coverage wollt. Mega. Für Mature Skin, ne? Auch das. Ich hatte Sorge, dass es hier so in die feinen Fältchen reinkriecht, dass es sich hier in die Aknenarben reindingst, dass es die Falten wahnsinnig betont und macht's nicht. Also ja, kann man selbst für reifere Haut empfehlen. Allerdings glaube ich, für reifere ölige Haut und für vielleicht Mischhaut mit einer Kick-Ass-Hautpflegeroutine. Wenn ihr nicht religiös peelt, wenn ihr nicht wirklich durchfeuchtet, wenn ihr nicht eure Haut super gut vorbereitet und die ist älter und neigt dazu trocken zu sein, ist es vielleicht nicht die Foundation für euch. Für ölige Mäuse wie mich, Bombe. I gotta say. Also ja, ich hätte es nicht gedacht. So, von mir 2 Foundation-Flaschen hoch. Könnt ihr kaufen, ist eine geile Foundation. Ich werde die auf jeden Fall wieder tragen. Ist es the best foundation I've ever used, wie Aaron Parsons gesagt hat? Maybe not. Aber kommt halt darauf an, was man braucht und was man will. So, meine Schnutis, wir kommen zum Giveaway. Ihr erinnert euch, das ist diese hübsche kleine Box von
Gender X Beauty, wir haben das Pinselset, das Moonlight Majesty 7-Piece Brush Set with Bag. Wir haben die wunderbare Extravaganza-Palette. Wenn man die hier aus dem Schuber holt, dann hat die ein ganz tolles Cover, so ein holographisches. Und wir haben einmal das Gender X Beauty Radiant Shift, den Lip Stain. Ne, der sieht blau aus, wenn man ihn rausholt und drauf trägt und dann reagiert er mit dem pH-Wert irgendwie und macht so schöne pinke Lippen. Mega. So, die Sachen könnt ihr gewinnen. Ihr kriegt einfach diese Box mit dieser schönen Karte zugeschickt. Von mir, Porto zahle ich selber, nach Deutschland, muss ich sagen. Ne, weil nach Österreich oder in die Schweiz wird das dann doch sehr teuer und das möchten wir nicht. Jetzt, da ihr wisst, was ihr bekommt, erkläre ich euch noch, wie ihr es bekommt. Und das ist eigentlich echt simpel. Ihr müsst mir folgen bei YouTube. Ihr müsst euer YouTube-Konto so eingestellt haben, dass ich sehen kann, dass ihr mir folgt. Ansonsten bringt das alles nichts. Ihr müsst das Video liken und mir einen netten Kommentar hinterlassen, der mich wissen lässt, dass ihr an dem Giveaway teilnehmen wollt. Wenn ihr einfach nur schreibt, schöne Nägel oder so, dann nehme ich das als Kompliment, aber dann heißt es nicht automatisch, dass ihr auch an dem Giveaway teilnehmt. Diese Sachen müsst ihr erfüllen. Die Sache mit der Kontoeinstellung klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Ihr müsst einfach einmal in die Einstellung gehen und das checken. Es ist, glaube ich, bei der Privatsphäre oder so. Und da gibt es ein Ding, was man umlegen muss. Dürfen andere Leute sehen, wie mir folgt, ja oder nein? Müsst ihr auf Ja gehen, weil ansonsten kann ich euren Namen nicht finden in der Liste der Menschen, die ich dann aussuche und sie in den Zufallsgenerator tue, der dann einen Namen ausspuckt, der dann hoffentlich ihr seid. So, das haben wir hinter uns gebracht. Ihr wisst das Giveaway, ihr kennt die Regeln, ihr habt die Foundation gesehen, ihr kennt meine Meinung. Ich finde sie erstaunlicherweise echt geil. Hätte nicht gedacht, dass ich das sage, aber yes, living for it. Werde sie wieder benutzen, auf jeden Fall. Not for daily life, maybe. Aber vielleicht auch doch, wer weiß. Trotz reiferer Haut mit reichlich Textur, nix. Und Fettglanz auch nicht. Also ja, win, 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 win. Und dann war es das jetzt schon, ne? Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hoffe ich. Wenn ihr mir noch nicht folgt, macht ihr das jetzt bitte auf TikTok, auf Instagram und bei YouTube. Und bis dann. Tschüss. Ganz viele türkise Fusseln, guck mal. Von dem Pulli. Fusselscheiße.